fahren wir jetzt lang? Ja, fahren wir da lang. Ach so, so genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Du warst schon am Abbiegen. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute mal wieder in einem Mercedes 300 SL. Bei schönstem Wetter eine Probefahrt. Auto haben wir gestern Abend bekommen. Das Auto ist über 30 Jahre Besitz, ist am Markt überhaupt noch nie gewesen. Und das Tolle an dem Wagen ist, es ist ein originaler Alumotor mit Scheibenbremsen. Also es sind vom 300 SL 1860 Autos gebaut worden, vom Roadster ab 1957 bis 1963. Und die letzten 200 Fahrzeuge dieser Serie hatten originale Scheibenbremsen und hatten originalen Aluminiummotor. Und das sind heute die teuersten und die bedeutendsten Autos. Und das hier ist einer von diesen 210 Autos. Das Interessante an dem Wagen, wir haben die komplette Historie. Der war bis 1989 in mehreren Händen, hatte Ende der 70er Jahre ungefähr 52.000 Meilen auf dem Tacho. Und dann hat ihn unser Kunde gekauft und ewig besessen jetzt, fast 35 Jahre. Und hat irgendwann da gesagt, gut, ich möchte es ganz perfekt haben und hat dann den Wagen zu Mercedes gegeben, zu Daimler-Benz, und das macht die Rarität aus. Der Wagen hat hier nicht nur Matching Numbers, das heißt, die Maschine ist immer noch die bei Produktion da reingesetzt wurde, sondern der Wagen, der ist auch bei Daimler-Benz komplett mit Rechnungen restauriert worden. Sind sämtliche Rechnungen dabei, das hat ein paar Jahre gedauert, hat sehr viel Geld gekostet zu der Zeit, und seitdem ist der Besitzer, das kann man hier vorne sehen, war ja ein US-Auto, er hat also entsprechend dann deutsche Instrumente bekommen, aber die richtigen, und ist seitdem 20.200 Kilometer gefahren. Und was ich sofort beim Starten gemerkt habe, die Maschine läuft erste Klasse. Daimler-Benz hat ja sein Motorenwerk in Berlin. Wir haben Fotos, wie die Maschine ausgebaut wird, in so eine gelbe Kiste gesetzt wird und nach Berlin gebracht wird und da revidiert wurde, direkt im Werk, also im Motorenwerk von Mercedes in Berlin. Und das ist natürlich eine Gewähr dafür. Das merkt man jetzt auch, wie schön der läuft. Also wer sich mit 300 SL ein bisschen auskennt, klasse. Auto läuft fast 250 Stundenkilometer schnell. Das kann man das so ein bisschen am Tachometer hier erkennen. Der geht ja bis fast 280. Das ist natürlich Wahnsinn. Und die ganzen Instrumente, alles neuwertig. Das Schöne ist, der Herr hat seinen Wagen gepflegt wie seinen Augapfel. Ich habe gesehen, wie er stand. Hardtop oben drüber, das haben wir jetzt abgemacht wegen des tollen Wetters. Fährt man natürlich nicht beim Hardtop, aber das ist auch dabei. Was wir da noch dabei haben, ist ein Original-Koffersatz. Das heißt, ist natürlich ein revidierter, aber der richtige. So gehört er. Ja, man merkt, das ist alles fest, das ist alles gemacht bei dem Auto. Der ist natürlich danach nie wieder im Winter bewegt worden oder irgendwie sowas. Auch kein Kurzstreckenverkehr, immer nur. Er wohnt in der Nähe der Berge, hat das also genutzt, die schöne Landschaft. Mal gleich mal gucken hier. Ja, wunderbar. Alu-Maschine hat 3 Liter Hubraum, 6 Zylinder und 215 PS. Das hört sich heute wenig an, aber damit hat man mit dem Wagen tolle Dinge gemacht. Da guck mal, unsere beiden Jungs da vorne. Meine beiden Söhne kommen mit. Die fahren ja noch Microcar, die haben wir direkt gerade vor uns. Der eine filmt die Drohne, der andere beginnt ja jetzt bei uns, er hat die Schule zu Ende, Stefan Junior. Lukas kennt ihr ja schon. Der macht die Drohne und Stefan startet jetzt in Hamburg. Und jetzt haben wir heute bei dem Wetter gesagt, fahren wir oben auf die Ratzinger Höhe, da hat man so einen schönen Blick. Das ist eine herrliche Bergstraße, kann man toll fahren. Bei so einem Wetter natürlich toll, wir haben 25 Grad, blauer Himmel, wenig los. Die schlafen heute sich alle noch im Kater aus, weil wir gestern den Fußball verloren haben gegen Spanien. Habe ich mir auch mit angeguckt, deswegen ist heute relativ leer auf den Straßen. Hört sich sauber an, ne? Ganz saubere Maschine. Also das ist wirklich toll.
Beim 300 SL habe ich ja schon einiges erlebt, auch was Motoren angeht. Aber man spürt, dass die astrein läuft. Hat übrigens hier eine Viergangschaltung. Das ist der Golfball hier vorne in der Mittelkonsole. So, er hat Scheibenbremsen, das merkt man, die funktionieren top. Es gibt ja heute eine Menge 300 SL, wo das dann nachgebaut wird. Aber für einen echten Sammler ist es wichtig, dass das hier immer schon so verbaut war. Und bei so einem Auto ist wichtig, dass die Bodynummer, also die ganze Karosserie zum Fahrgestell gehört. Wir haben die originalen Aluminiumplättchen noch, die zeigen wir euch gleich mal. Und dass dann auch der richtige Motor drin ist, haben wir alles gecheckt. Wir haben ein Archiv, wo wir genau nachgucken können. Und dadurch, dass das Auto hier bei Mercedes in der Hand war vor, ich sag mal, gut 20 Jahren, also die Nummern stimmen, Autos bei Daimler gemacht, wir haben die Rechnung, eine sehr hohe Rechnung, selbstverständlich. Also er fährt auch diese starke Steigung hier im 4. Gang super hoch, hat ein gutes Drehmoment die Maschine und gilt heute eigentlich als der Sportwagen der Zeitgeschichte. Also wenn man die Preisentwicklung sich anguckt, die letzten Jahre sind diese Autos richtig hochgegangen. Es gibt halt nur 200 echte und das ist einer von denen. Der hat die Fahrgestellnummer ungefähr 3100. Das ging bis 3254 und am Ende, 1963, wurde nicht mehr gebaut. Er ist aus 1962 und seinerzeit nach Amerika ausgeliefert. Also vielleicht mal zu dem klassisch gestalteten Armaturenbrett. Hier ist die originale VDO-Uhr. Die ist normalerweise per Handaufzug, aber diese nicht. Wir haben zwar das Uhrwerk noch, aber der Besitzer hat sich das elektrisch machen lassen, dass die immer läuft. Dann sind hier, das waren so die ersten Sparmaßnahmen bei Mercedes, die frühen SLer hatten hier noch Chromhebel für die Heizung. Da haben wir jetzt Plastikhebel, aber so ist es original. Hier ist die Benzinpumpe, hier vorne Scheibenwischer, die relativ klein sind. Funktioniert aber alles mal wie auch sonst bei dem Auto, alles ganz toll funktioniert. Dann kann man hier vorne schön repräsentativ sehen, 300 SL, da konnte man stolz drauf sein. Leute wie Gunter Sachs und ähnliche weltweit haben ja den Wagen auch in den USA vor allen Dingen genutzt und das war einfach der Sportwagen der 50er, 60er Jahre. Und man sieht das auch an den Preisen heute noch, die gehen nur nach oben. Die werden gehandelt zwischen 1 Million und 2,5 Millionen Euro. Also je nachdem, ob das ein Trommelbremser ist, ein schlechtes Auto, ein gutes oder ein sehr gutes Auto. Aber das Entscheidende, das ist immer die Stückzahl. Das könnt ihr beim BMW 507 aussehen. Das war der Konkurrent damals. Die kosten heute 2 Millionen und mehr. Warum? Es gibt nur 250 Autos. Und von diesem hier gibt es eben auch nur 200 Fahrzeuge mit Alumotor und Scheibenbremsen und dann noch Matching Numbers. Das heißt also, so wie das hier alles verbaut ist, ist es original gewesen. Ich öffne das gleich mal und zeige euch das. Schaut mal hier, wie schön. Ratzinger Höhe, 750 Meter, da vorne ist der Chiemsee. Ist ja noch wirklich traumhaft hier und es ist heute nichts los. Wunderbar. Ja, jetzt hat er auch schön Öltemperatur. Das könnt ihr hier an dem gelben Marker sehen. Das ist natürlich toll. Da sind die 11 Liter Öl dann auf Betriebstemperatur. Man muss so einen Wagen, das ist ja ein Rennmotor, immer sachter einfahren. Ganz wichtig, sonst fliegt so ein Motor auch gerne mal auseinander. Und wenn der repariert werden muss, kostet viel Geld. Aber die Maschine hier, die läuft astrein. Ja, da ist hier der Choke. 300 SL startet man so, dass man hier erst die Benzinpumpe laufen lässt, vielleicht 15 Sekunden. Dann Choke kurz rausziehen, anmachen. Wenn der warm ist, ohne Choke starten, sonst säuft er nämlich gerne ab. Also ein 300 SL ist nichts für einen Kurzstreckenverkehr. Und ihr müsst halt wirklich gucken, stimmen die Nummern alle, ist das Original-Fahrgestell mit den eingeschlagenen Nummern dazu. Und das Beste ist natürlich, wenn ihr noch die Originalmaschine aus der Zeit dann damals dabei habt. Das ist ziemlich selten, hier ist es der Fall. Und das macht diesen Wagen für eine Sammlung wirklich ganz interessant, ganz spannend. Hat man übrigens aus Gewichtsersparnisgründen gemacht damals. So ein Auto wiegt hier 1350 Kilo, ist gar nicht viel. Ist relativ leicht und hat halt eben diese super Aerodynamik hier. Deswegen sind die Autos auch so schnell gewesen.
Das habe ich verschluckt. So, wollen wir hier abbiegen. Hupe geht auch. Ja, ich meine ich nicht. Sie meinte jetzt, ich habe sie angemacht. Nein, habe ich nicht. Nur die Hupe getestet. Naja. Ja. Ach ja, was man hier unten noch erzählen kann, er hat auch das Bäckerradio, auch das ist revidiert worden. Also in dem Auto funktioniert alles, der Wagen läuft, ist Mercedes-Qualität, weil der Stern selber hat das Auto restauriert. Wir haben sämtliche Rechnungen, Bilder, Belege, Historie. Ich zeige euch gleich mal die ganzen Originaldokumente aus der Zeit, das ist auch alles da. Also ich sag mal, glücklicherweise kann man diesen Wagen über die ganze Zeit, die er gelebt hat, rekonstruieren und kann das auch belegen. Wollen wir hier unten runter oder wie machen wir das? Ja, jetzt habe ich mal kurz Platz genommen hier auf der Bank. Das ist das Bordbuch zu dem Wagen, Mercedes 300 SL aus 1962. Hier haben wir als erstes mal das Kundendienstheft. Das ist noch das Originale. Mit Stempeln, mit Eintragung. Also es ist wunderschön, ist eine Menge dokumentiert. Ich sag mal, wir haben neulich auch mal nachgefragt, es gibt ja so ein Register, also man findet das Auto wieder. Hier sind übrigens Teile der Bilder, wir haben viel, viel mehr, wie der Wagen bei Daimler-Benz dann restauriert wurde, wo alles auseinandergebaut wurde, alles abgebaut wurde, sämtliche Teile. Er hat übrigens deutsche Lampen bekommen, die originalen amerikanischen wären aber dabei. Und hier ist beispielsweise diese Metallkiste, das ist die Maschine, nachdem sie aus Berlin kam, aus dem Motorenwerk. Kann man gut sehen, ist komplett bei Daimler-Benz revidiert. Das ist natürlich einfach toll, ne? Wenn man das weiß und auch die ganzen Rechnungen darüber hat, so wie der Wagen auch sonst eine gut dokumentierte Geschichte vom Tag Null hat. Was wir gesehen haben, ist, dass der erst 1964 zugelassen, also wir haben es nicht anders entdecken können. Hier haben wir noch vom Bäcker, ist ja ein Bäckerradio, das Original-Serviceheft, das hat es damals alles noch gegeben. Schaut mal hier. Auch abgestempelt. Also einfach schön, wenn man das alte Papier noch hat, das hat einfach einen anderen Charme. Das kommt einfach anders rüber, wenn man das Original noch vorhanden hat. Da ist dann Daimler-Benz Amerika, Mercedes-Benz war das weltweite Servicenetz, haben wir auch dabei. So, dann haben wir hier für den Mercedes Kundendienstheft noch ein neueres. Wo gehe ich mal davon aus, in der Neuzeit dann, wo er in Deutschland war, die letzten 30 Jahre, alles eingetragen wurde. Also ich weiß vom Besitzer, hat wirklich immer alles gemacht lassen, jede Saison immer mit Rechnung zu Mercedes gegeben. Das müssen wir zeigen, da müssen wir gucken, da sind diese Kaufverträge dabei. Hier? 11.000 Dollar und so. Übrigens ist es ganz interessant, das sind die Original-Kaufverträge hier. Der hat mal bezahlt für den Wagen 11.100 Dollar und dann im gebrauchten Zustand. Das ist natürlich nicht so besonders viel. Also ich sag mal, derjenige, der das damals bezahlt hat, schon mal hier die ganzen originalen Unterlagen sind noch dabei. Da sieht man mal, was so ein Auto an Wert gewonnen hat und zugelegt hat. Und es gibt halt nur 200 Stück von dem hier mit Alumotor und das macht das Auto sensationell für jeden Sammler und der läuft aber auch toll. Hier haben wir noch weitere Rechnungen aus der Zeit. 10.000, das war aus dem Jahr, wo war das? 66. Ach, hier oben. Hier 1964 zugelassen, Modell 300 SL. Ist also einer der letzten und ist herrlich dokumentiert mit allen originalen Dokumenten. Dann hat er hier noch eine ganze Elektrik von Bäcker. Sachen, die es heute so gar nicht mehr gibt. Und das hier, Spektion, also Auslieferung, nicht? 500 Kilometer, heißt, das kannst du nicht lesen, meine Brille ist nicht dabei. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist, weiß ich nicht. Das kann man nicht bringen, komm. Das geht doch nicht. So öffnet man eine 300 SL Haube, die ist übrigens aus Aluminium, wie auch die Türen. Das ist der Motor, die Original-Aluminium-Maschine. Da sind, wie gesagt, die Originalplättchen zur Fahrgestellnummer. Das ist ein bisschen ramponiert, aber das ist das echte. Des Weiteren findet man hier vorne die Bodynummer unter anderem. Die hat also mehrere Stellen. Hier ist zum Beispiel die Bodynummer dahinter, haben wir geprüft, stimmt. Der hat auch weitere Stellen, wo diese Nummern dann noch vorhanden sind. Und hier vorne, das ist die Quertraverse. Da sitzt die Original-Fahrgestellnummer drunter. Das kann man sehen, das ist abgekratzt da unten, dass man es auch entdeckt. Ja, also das ist das tolle Auto, hat Matching Numbers. Mit der Getriebenummer, das haben wir jetzt noch nicht geprüft, aber der ganze Rest, Motor, Body, das passt alles zusammen.
Haben auch im Archiv nachgefragt und die haben uns das auch bestätigt. Ja, man sieht, dass der mal wirklich restauriert ist. Da ist alles dran gemacht. Das erkennt man an den Schrauben. Ist übrigens die große Einspritzanlage. Das ist auch der Grund, weshalb es hier oben diese Aussparung gibt. Der Motor ist nämlich leicht schräg eingebaut. Der ist nicht horizontal, sondern leicht schief eingebaut. Und da brauchte man einfach mehr Platz hier oben. Und dieses Designelement, was es ja heute noch bei der Firma AMG oder bei Mercedes gibt, kommt eigentlich von dem Auto hier. Das hat mit dem Flügeltürer angefangen. Der hat ja ungefähr den gleichen Motor gehabt. Den hat man gebaut ab 1954 bis 1957. Und beim Flügeltürer ist ja noch schwerer reinzukommen. Und hat man gesagt, machen wir das offen. Der ist auch ein bisschen luftiger und so. Und dadurch ist dieser wahnsinnig schöne Sportroadster entstanden. War ein Riesenerfolg seiner Zeit. So, habt ihr gehört, wie die zufällt, die Haube. Das sitzt übrigens und passt hier auch alles. Schaut euch das bitte mal an, wie gut das hier eingepasst ist. Schaut mal hier. Also da kann man erkennen, guter Lackauftrag. Also ist einfach prima gemacht. Hier die Talbot-Spiegel, die gehören dazu. Und hier klassisch damals auch zum ersten Mal Designelement, das waren diese Öffnungen an der Seite. Daran erkennt ihr sofort einen Mercedes 300 SL. Das ist eigentlich das einzige Auto, was das so hat. Es ist bis heute mehrfach dann kopiert worden. Aber das hier ist der Originale. Da ist übrigens der Tankdeckel unten drunter. Da ist ein 100-Liter-Tank drunter. Bei Verbrauchen tut es im Wagen 15 bis 20 Liter. Und was er hinten dann noch hat, ist ein wunderbarer Koffer. Das machen wir nachher, ne, wenn wir am Beuerberg sind. Sehen. Kann ich noch was erzählen? Ja. Was wir übrigens ganz vergessen haben, das Auto ist auf einem Gitterrohrrahmen aufgebaut. Und das macht es auch so besonders. Aber das hier ist noch der Originalrahmen, den wir hier drunter haben. Die Karosserie ist dann da drauf gesetzt an bestimmten Punkten. Und so ein Gitterrohrrahmen empfiehlt es sich, der fängt auch irgendwann an zu rosten, dann auch zu revidieren. Das ist bei vielen 300 SL nicht gemacht. Hier ist es gemacht. Fotodokumentiert gemacht, also man kann sich hier sicher reinfahren, hat einen ganz tollen Rennwagen oder Sportwagen, der nicht nur den Wert behält, sondern der steigt. Diese Autos erzielen im Moment in Amerika immer mehr Höchstpreise und Höchstpreise, aber die müssen halt so sein wie er und davon gibt es so gut wie keine, die verfügbar sind. Ab 4000 Umdrehungen brüllt er immer mehr. Also bis 4000 ist er noch gemächlich, aber über 4000 greift das Ding wie ein Tier zu, wie ein brüllender Löwe. Das ist das Charakteristische am Mercedes 300 SL. Ich kenne kein Auto, was sich so faszinierend fährt mit diesem tollen Sound, mit dieser tollen Klangcharakteristik. Man spürt, dass er Scheibenbremsen hat, er zieht nicht nach links, nicht nach rechts, packt auf allen 4 Rädern gut zu. Aber wie gesagt, auch das ist ja revidiert worden, die Scheibenbremsen. Also der Wagen befindet sich technisch wirklich in einem ganz tollen Zustand. Das ist Sportwagen pur.
muss sagen, ich habe in meinem Leben ungefähr etwas über 100 300 SL verkauft, aber vom Fahren her ist das ja einer der besten. Man merkt, dass der bei Daimler-Benz gemacht wurde, das merkt man einfach. Die haben es erfunden, dieses Auto, die haben es konstruiert. Anfang der 50er Jahre nach dem Krieg war das ja der Wurf hier. Und man spürt einfach, dass der Wagen technisch top ist, merkt man beim Fahren. Und da kann ich nur sagen, es zwar Sicherheitsaspekte, keine Kopfstützen, keine Gurte, naja, aber von der Faszination und was der hergibt, wie der beschleunigt, was der für einen Spaß macht, ein absolut tolles Auto. Ja, was bleibt nach dieser tollen Probefahrt, ist wieder mal ein sagenhafter Eindruck vom Mercedes aus den 50er, 60er Jahren. Ein absolut faszinierendes Auto, das war total Freude am Auto. Man erlebt die Zeit von damals wieder, man freut sich an der Natur. Bei uns ist zum Glück wenig Verkehr. Dadurch können wir ja auch eine Menge fahren, auch ein bisschen Gas geben, so wie es Spaß macht. Da kann die Landschaft einatmen und das ist mit so einem Auto einmalig. Das ist kulturhistorisch tolle Geschichte, erlebte Geschichte. Und das gibt es in unserer heutigen Zeit leider immer weniger. Wenn ich mir die Bilder aus den 60er, 70er, 50er oder 80er Jahren angucke, die Zeiten haben wir leider nicht mehr. Und mit so einem Wagen kann man das ein Stück für sich persönlich festhalten und Freude daran haben. Also Freude am Auto ist Freiheit und Freude am Leben. Das dürft ihr nie vergessen, egal was kommt. Und das hat Deutschland einst groß gemacht und bin aber sicher, das kommt wieder. International läuft es im Moment ein bisschen besser als in Deutschland. Aber das sind ja auch hier Autos für den Weltmarkt, wie auch dieses Hobby von immer mehr Leuten weltweit geteilt wird und durch YouTube oder Instagram auch verbreitet wird. Wir haben viele neue Kunden dazu gewonnen. Läuft klasse, der Wagen. Ja, wenn ihr besondere Autos habt, bietet sie mir bitte an. Autos, die sonst keiner hat, mit einer Top-Qualität, bitte zu Cargold. Wir haben einen Außendienst, wir besuchen euch. Wir machen eine weltweite Verbreitung. Wir kaufen auch an, ganz nachdem, wie es halt eben einfach passt. Ja, und was wir hinten, wir haben euch jetzt mal den Kofferraum aufgemacht. Unten drunter ist der Reservereifen. Hier, er hat sogar ein Kofferset, original von der Firma Beisch seinerzeit geliefert mit Schlüsselchen dazu. Also wenn man damals mit seiner Dame unterwegs war, da hatte man immer noch genügend Platz im Auto, um in einem schicken Hotel vorzufahren, in die Schweiz zu fahren oder nach Italien, wozu es gerade beliebte. Hat der Wagen, ist in einem neuwertigen Zustand, auch wirklich klasse. Ich mache das jetzt mal zu. Also auch dieser Deckel sitzt hinten perfekt drauf. Aber es gab halt eben noch nicht einen automatischen Drücker. Es gibt für jedes Schloss hier einzelne Schlüsselchen. Das war damals einfach so. Jetzt möchte ich euch noch mal kurz das Verdeck zeigen. Das Schöne ist, dass der auch ein blaues Verdeck hat. Das wird übrigens da hinten so reingelegt. Hier vorne, das müsst ihr zur Seite tun, dann ist es geöffnet. Und jetzt machen wir das mal zu. Schaut mal hier. Blaues, neuwertiges Verdeck. Da muss dann wieder das hier sofort tun. So, da ist das Problem. Was? Warte, nochmal. Ja, das ist... Ach so, muss man dahinter tun. Ja, unser Auto ist Silberleder, blaues Dach. Ich finde, das sieht sehr, sehr fein und sehr, sehr edel aus. Auch neuwertig, ist ja kaum benutzt worden. Der Herr hat das immer nur bei bestem Wetter rausgeholt, das Auto.
Ja, wir haben eben fein säuberlich abgesetzt hier das Hardtop zu unserem 300 SL, könnt ihr auch an der Seite sehen. Jedes Hardtop ist ja einzeln damals im Werk angepasst worden, also das ist das Hardtop, was auch zu dem Auto gehört. Das Hardtop ist auch restauriert worden bei Mercedes, das ist wirklich alles gemacht worden. Aber am meisten fährt man ihn ja so, wie er da oben jetzt steht, mit Stoffdach drauf. Sei denn, man bewegt das Auto auch auf ganz langer Strecke oder im Winter, da kann man das benutzen. Aber die meisten Hardtops, die ich kenne, die müssen zwar dabei sein, was ich auch gut finde, aber stehen meistens in der Ecke oder hängen irgendwo an der Garage oben. Ja. Ja, das war unsere Probefahrt Mercedes 300 SL von 1962. Ein wirklich ganz, ganz tolles Auto. Eine Rarität für Sammler. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Dann bleibt mir treu bis zu meinem nächsten Film. Euer Stefan und ciao.